A. L, L. Oh, hallo! In diesem Video bastle ich für eine Freundin mit meinen Assistenzkräften eine individuell angepasste Kommunikationstafel. Die zukünftige Tafelnutzerin konnte sich aus verschiedenen Buchstabenentwürfen, die ich mit meiner Assistentin entworfen habe, einen aussuchen. Die Buchstaben und Zahlen sollten gut lesbar sein und cool aussehen. Im Internet bestellte ich für die Kommunikationstafel 2 PVC-Platten mit den Maßen 50 x 25 cm. Da die Nutzerin eine infantile Zerebralparese hat und nur grobmotorische Bewegungen machen kann, wurden die Buchstaben, Zahlen und Wörter in etwa 8,5 x 8,5 cm große Felder gezeichnet. Für die Sätze sind die Felder doppelt oder dreifach so breit. Dies habe ich bei der Planung der Tafel mit ihr abgesprochen. Falls Sie mehr über dieses Behinderungsbild erfahren möchten, dann finden Sie auf meinem Kanal detaillierte Videos dazu. Alles lebt noch? Ja. Beim Zeichnen musste meine Assistentin darauf achten, dass sie nicht die Farbe verwischt. Y. Okay. Damit die fertige Tafel feucht abgewischt werden kann und die Buchstaben trotz häufigem Gebrauch lesbar bleiben, haben wir eine transparente, abwaschbare, selbstklebende Folie auf die beschrifteten PVC-Platten geklebt. In jede Platte wurden 5 Löcher gebohrt, in jedes Loch wurde eine Lochniete gepresst. Schlüsselringe wurden in jede Lochniete eingedreht und paarweise mit den Ringen der anderen Platte verbunden. So entsteht eine robuste, individuell angepasste Kommunikationstafel.